Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video, heute vom FEC-Server. Heute wollte ich euch ein kurzes Update zu meinem Equipment geben, haben sich ein paar Leute gewünscht, mal hier irgendwie so eine Zusammenfassung oder so zu kriegen, und die machen wir jetzt in diesem Video. Zuallererst mal mein aktuelles Equipment besteht aus einem His-Stuff +1 mit Wasser +1. Ich könnte noch +5 machen, ehrlich gesagt, ich vergesse es immer, aber ja, werde ich vielleicht heute noch machen. Dann Intellid +3, Demol +7, Demol +3, Intellid +6, Mental +3, also ist alles selber gedroppt natürlich und ja, könnte deutlich besser sein, aber ich droppe einfach nichts Besseres, aber es passt eigentlich, meine K-Time ist ziemlich gut, würde ich sagen. Mioran Set Clean mit 3 Sockeln, das habe ich so gekauft alles und habe ich auch nicht +5 gemacht, ja, ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Habe ich auch einfach nicht dran gedacht. Wobei es am Anfang auch ziemlich teuer war. Da hätte ich dann doch lieber tatsächlich das Penya gehabt. Jetzt im Power, der ist gerade richtig am Sinken. Die werden täglich gefühlt 50k weniger wert. Also die sinken gerade extrem. Also von dem her, ja, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, das noch nachzuholen. Dann spätestens ab 105 auf jeden Fall werde ich das machen. Und so viel zum aktuellen Equipment. Da bin ich jetzt natürlich Level 90, fast Level 91. Und habe aber noch ein bisschen was gekauft. Ja, und was ich gekauft habe, ist einfach schon mal mein 105er Equipment. Also ich habe tatsächlich noch kein einziges Premium Cash-Up-Item gekauft bis jetzt. Von dem Penya, was ich gefarmt habe. Ist bisher alles für Equipment draufgegangen. Historic Stuff, Mioran-Set. Und jetzt für 105 habe ich schon das komplette Schabel-Set. Leider nur mit 2 Sockeln, den dritten muss ich selber machen. 4 werde ich wahrscheinlich nicht machen. Oder erstmal nicht. Jetzt war ja erst das Event leider. Ist halt der Klassiker, wenn nach 2 Wochen schon das erste Upgrade-Event kommt. Gut, in dem Fall war es ein Suit-Sockel-Event, aber naja, wenn man jetzt nicht so viel spielt oder nicht so viel gespielt hat, vor allem in der ersten Woche für mich, dann hat man halt einfach kein Equipment, das man upgraden kann. Das ist halt immer das Blöde. Aber egal. Auf jeden Fall, so heftig ist das Event jetzt auch wieder nicht, muss man dazu sagen. Hat man ja auf Borodeng gesehen. Und jedenfalls ist es so, dass jetzt ein Schabel-Set schon habe. Wie gesagt, 3. Sockel würde ich gerne noch drauf machen, ansonsten passt das. 4 Sockel braucht man jetzt auf jeden Fall nicht zwingend oder kann man auf jeden Fall noch warten mit. Oder einfach nicht machen, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und dann habe ich noch einen AG-Stuff gekauft mit 17% Poison Cloud tatsächlich. Also vor allem der wird ziemlich heftig reinscheppern ab der Wüste dann. Und vor allem in Astraea, solange bis man einen Bloody Stuff hat. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich nice, würde ich sagen. Das, wie gesagt, hat aber dafür gesorgt, dass ich bisher eigentlich all mein Geld gar nicht für Premium-Items ausgeben konnte, sondern eben nur für Equipment. Aber da auch wieder das gleiche im Endeffekt, dadurch, dass ich in den ersten paar Tagen, die erste Woche sehr wenig gespielt habe, vor allem für meine Verhältnisse, aber auch wirklich für den Serverstart einfach viel zu wenig, muss man einfach sagen. Wenn man beim Serverstart wirklich was erreichen will, dann reicht halt nicht, dass du 1-2 Stunden spielst pro Tag, das ist viel zu wenig. Und ja, das plus, wie gesagt, jetzt eben hat einfach dafür gesorgt, dass, ja, da noch nicht viel rumkam. Aber ich sag mal so, das ist ja der Vorteil der 8-Char-Taktik. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Durch die ganzen Quests im High-Level kann man sich die Products auch easy seelengebunden von den Quests holen. Man muss sie nicht zwingend kaufen. Alles, was man kauft, ist im Endeffekt extra. Ansonsten kann man sich sie auch einfach so holen. Und ja, das war eigentlich so das Update zum Equipment. Und die andere Frage, die natürlich immer gestellt wird, ist quasi, ja, was jetzt hier die Ziele sind und so. Und leider muss ich darauf weiterhin antworten, weiß ich immer noch nicht so genau. Also es fehlen ja immer noch ein paar Announcements, also wir wissen immer noch nicht, wann das PvE-Event stattfinden wird, wann das PvP-Event stattfinden wird, welche Belohnungen, welche Preise es dort geben wird. All diese Dinge wissen wir aktuell eigentlich noch gar nicht. Also es ist eigentlich grundsätzlich, was auf dem FEC-Server eigentlich stattfinden soll. Also der Grund für den FEC-Server, kann man fast sagen, den kennen wir noch gar nicht. Das heißt, momentan ist einfach ja Vorbereitungsphase für etwas, das man noch gar nicht weiß, wie es genau aussehen wird, wie es genau ablaufen wird. Und entsprechend kann ich jetzt halt auch nicht wirklich eine feste Aussage darüber treffen, was ich halt ja machen werde. Also mein aktuelles Ziel, wenn man so will, ist einfach hochleveln, so hoch wie möglich. Jetzt nicht unbedingt auf 160 oder so. Also, ich meine, theoretisch ist es angepeilt, aber ich meine, ihr wisst ja selber, wie lange das dauert. Auch wenn es schon Leute gibt, die auf 160 sind oder 140 plus und so, aber die haben natürlich auch ein bisschen mehr Spielzeit und ein bisschen Geld wahrscheinlich ausgegeben dafür. Und ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht eilig, aber ich will jetzt schon, also ich habe jetzt schon die letzten paar Tage, war ja alles unter dem Motto Aufholjagd so ein bisschen im Stream, falls ihr es mitbekommen habt. Jetzt natürlich schon probiert, jeden Tag ein paar Stunden einfach früher anzufangen zu streamen und so. Sofern es denn möglich war, ein bisschen auf Schlaf verzichtet oder so, passt schon. Und jetzt zumindest mal ein bisschen aufgeholt, also ich bin zumindest in dem Mid-Bereich angekommen, wo die allermeisten, glaube ich, aktuell drin stecken.
Also in diesem Bereich halt so Level 75 bis 105, sag ich mal, in diesem neuen Mid-Level-Bereich, wobei es eigentlich schon über der Mid-Level-Bereich war. Und habe da jetzt zumindest mal ein bisschen Fuß gefasst hier. Und ja, 105er Equipment habe ich jetzt auch schon. Das heißt natürlich auf 105 zu leveln wäre natürlich cool. Und Tower Dailies, ja, ab Level 86 gibt es ja Tower Dailies in Flares. Auch die haben wir jetzt am Start. Da kann man, wenn man Glück hat, AG-Waffen droppen. Auch ein AG-Stick. Das wäre natürlich auch mega nice. Ein AG-Stick bei Tower Dailies zu droppen, ist so mehr oder weniger der Hauptgewinn. Und ja, das alles läuft jetzt halt. Wie gesagt, hochleveln, so schnell, so gut es geht. Und dann einfach gucken, was noch kommt an Announcements. Also ich denke halt vor allem jetzt während dem Second Anniversary Event. Achso, ja gut, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also noch ein Grund, warum ich halt wirklich schwierig nur vorankomme, ist halt, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, wenn ihr schon mal einen Stream gesehen habt, ich mache halt weiterhin alle Dailies auf Burodeng. Und das bedeutet, von jedem Livestream, egal wie lang er ist, sind Minimum 1,5 Stunden für Burodeng verplant. Für die Daily Event Dungeons und für die Tower Dailies. Und das sagt natürlich weiterhin dafür, dass selbst wenn ich mal an einem Tag 5 Stunden oder sogar 6 Stunden spiele, dass ich halt trotzdem effektiv nur 3 bis 4 Stunden FEC spiele und der ganze Rest der Zeit quasi für Burodeng drauf geht. Und das ist halt auch so ein Ding, vor allem an den Tagen, wo ich halt wirklich nur 2-3 Stunden gestreamt habe, habe ich halt literally 1 Stunde FEC gespielt und 1,5 bis 2 Stunden Burodeng. Und entsprechend wenig bin ich halt vorangekommen, logischerweise, weil es war nicht, dass ich nicht gespielt habe, sondern ich habe halt weiterhin auf Burodeng meine Dailies gemacht. Und ich werde damit auch nicht aufhören. Ich weiß, das ist blöd und momentan könnte man sagen, ist vielleicht auch ein bisschen unlogisch. Maybe. Aber ich meine, man muss ja das langfristige Ding sehen und ich bin bei Flyf eigentlich immer schon so gewesen. Ich sehe halt das Langfristige. Und das Langfristige ist Burodeng und die Charakter dort. Und das Event ist ultra heftig. Allein der World Boss, diese Boxen, die man da farmen kann und all diese Sachen, das ist ultra heftig. Auch der Event Dungeon, vor allem in Massen, wenn man das farmt, also jeden Tag mit allen Chars und so. Die Masse macht's, ja. Und was da alles rauskommt, also ich schwöre euch, das Opening am Ende des Events in 2 Wochen ist das Event vorbei. Dann gibt es ein richtig fettes Opening von diesen ganzen Eventboxen, die ich auf Burodeng jetzt seit Tag 1 im Endeffekt aufhebe. Und ihr werdet dann schon sehen, also ich denke mal, jeder, der das Event selber farmt, weiß das. Aber ihr werdet halt sehen, was das alles einfach insgesamt sein wird. Also außer ich habe extremes Pech, aber ich habe so viele Boxen, dass das eigentlich nahezu ausgeschlossen sein sollte. Und da wird man dann einfach erkennen, dass sich das halt trotzdem extrem gelohnt hat und wahrscheinlich sogar mehr gelohnt hat, als auf FEC zu grinden. Weil ich hätte zwar mehr grinden können auf FEC, aber selbst wenn ich jeden Tag 1,5 Stunden, 2 Wochen lang mehr gegrindet hätte, gut, dann wäre ich jetzt vielleicht Level 120 oder so. Knapp oder so, keine Ahnung. Aber hätte halt auf Burodeng wirklich gar nichts erreicht und hätte dann jetzt halt nicht diese Boxen und Pet Candies und weiß der Kuckuck noch alles, was wir hoffentlich alles bekommen werden. Und das ist mir, wie gesagt, halt langfristig einfach mehr wert. Und das ist halt auch so ein Ding, man könnte ja sagen, ja gut, mach das gleiche halt einfach auf FEC, ja, dann hast du halt die Items dort so ein bisschen. Aber das ist halt genau das Problem. Was will ich mit Pet Candies auf FEC? Die will ich unbedingt auf Burodeng haben, die Pet Candies aus dem Event Dungeon. Was will ich mit 10% Speedsets auf dem FEC auf einen Charaktern? Ja, ist nicht schlecht, aber ich spiele literally nur den Elementor und den Ringmaster, vor allem beim Leveln, also für eine sehr lange Zeit. Und brauche also nicht 8 Speedsets hier einfach, also brauche die ganzen Boxen hier nicht. Und außerdem ist mein World Boss, ich habe es vorhin tatsächlich mal wieder probiert, ihr seht, es ist 16:22 Uhr auf dem Server, also bei uns ist 18:22 Uhr, aber auf dem Server ist gerade 16:22 Uhr. Ich habe es vorhin probiert mit dem World Boss, ich bin mit 8 Chars hingegangen, habe meine, in Anführungszeichen, Anti-Disconnect-Taktik gemacht, bin also weiter weggestanden, bevor der World Boss gespawnt ist, und erst nach einer halben Minute hingelaufen. Wollte halt quasi somit die erste DC-Welle schon mal abpassen. War effektiv auch erst so bei 50 Sekunden nach Spawn beim Weltboss. Und was ist passiert? Er wurde mir literally für 30 Sekunden nicht angezeigt. Ich dachte, ich bin am falschen Spawn oder so, weil er mir einfach nicht angezeigt wurde. Das ist auch noch nie passiert gefühlt. Und dann ist er angezeigt worden. Dann hatte ich auf 6 von 8 Charaktern Disconnect und die beiden Charakter, die keinen Disconnect hatten. Oh, ich wollte echt die Party-Einstellungen öffnen. Die 2 Charakter von den, also 6 Charakter Instant Disconnect, haben also nichts bekommen. Und die beiden Charakter, die keinen Disconnect hatten, haben nichts bekommen, weil sie nicht angegriffen haben, weil es zu sehr gebuggt hat oder gelaggt hat. Also ich habe zwar anvisiert und angegriffen, aber es kam halt einfach kein Damage durch und ich habe trotzdem keine Belohnung bekommen. Das heißt, mit 8 Chars zum World Boss und habe literally nichts bekommen. Und das war jetzt wahrscheinlich auch der letzte World Boss, mit dem ich meine Zeit verschwendet habe, muss ich ehrlich zugeben, weil es auf dem FEC-Server einfach keinen Sinn macht. Literally alles ist sinnvoller, als zu diesem World Boss zu gehen.
Zumindest wenn es wie bei mir ist. Ich habe jedes Mal Disconnect. Ich kann nichts dagegen machen. Es passiert jedes Mal. Also es ist insane. Und auf Borodeng habe ich das zum Beispiel gar nicht. Und warum soll ich mir dann nicht tonnenweise Items auf Borodeng holen, also mich hier abzumühen, um literally nichts zu bekommen. Also das ist halt auch so ein Ding. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich probiere jetzt, wie gesagt, zweigleisig das so ein bisschen zu machen. An Tagen, wo ich halt nicht so viel Zeit habe, tut es halt umso mehr weh, weil dann, wie gesagt, FEC, wie vor allem letzte Woche halt man gesehen hat, extrem zu kurz kommt. Da machst du halt dann von Level 30 bis 40 und das war's, was halt einfach gar nichts ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Manchmal gibt es halt noch wichtigere Dinge und zusätzlich halt dann, wie gesagt, noch den Borodeng-Grind und dann kommt halt nicht so viel zustande. Deswegen, wie gesagt, jetzt so ein bisschen Aufholjagd gestartet und ja, wie gesagt, mal gucken, wie es sich entwickelt. Also bessere Antworten kann ich euch leider nicht liefern. I'm sorry, aber wir werden sehen, was jetzt noch für Announcements kommen. Während dem Second Anniversary Event wird es wahrscheinlich nicht so viel passieren, schätze ich mal. Ich denke, die ganzen Announcements zum FEC und den Events dort werden erst danach kommen, aber wird sich zeigen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Fly Universe Video wieder oder schaut auf jeden Fall gerne im Livestream vorbei, täglich auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.